Hallo, ich werde heute ein paar Fragen beantworten, die ich in der letzten Zeit immer und immer wieder gestellt bekommen habe. Und wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, gerne einfach in die Kommentare schreiben und beim nächsten Video werde ich dann auf sie eingehen. Hast du Tipps für Leute, die kochen lernen wollen? Mein größter Tipp ist einfach, anzufangen. Jahrelang hat es mir immer gegraut, in die Küche zu gehen und selbst was auszuprobieren. Und als ich dann ausgezogen bin und keine andere Wahl hatte, habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Und das versuche ich auch immer wieder den Leuten zu sagen und zu zeigen mit meinen Rezepten. Es ist nicht so schwer. Man muss nicht anfangen mit einem 5-Gänge-Menü, sondern ganz simpel das eine oder andere, was man dann in seinen Alltag integrieren kann. Also einfach anfangen, probieren und selbst wenn es am Anfang vielleicht nicht so wird, beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Machst du viel Sport? Ich habe es tatsächlich geschafft, im letzten Jahr eine relativ gute Sportroutine mir zu erarbeiten und mich dafür zu motivieren. Also ich versuche wirklich 3 bis 4 Mal die Woche Sport zu machen. Nun ist es aber auch so, dass mein Job sehr viel mit Essen zu tun hat. Von daher versuche ich das immer da die Balance zu halten. Hast du jemals Essen übrig? Und wenn ja, wie lange bleibt es frisch? Dadurch, dass ich eigentlich fast jeden Tag neue Rezepte probiere oder Rezepte nochmal probiere, ist mein Kühlschrank eigentlich relativ gefüllt mit Leftovers. Ich bin ein großer Fan, also ich habe kein Problem, Kuchen zum Frühstück zu essen. Nicht immer, aber manchmal. Ich habe es mir wirklich in den letzten Jahren abgewöhnt, Essen gleich wegzuschmeißen, wenn ich denke, es könnte schlecht sein oder das Datum ist schon verfallen, weil es ist meistens wirklich nicht so. Gebt einfach darauf Acht, dass ihr die Sachen wirklich luftdicht verschließt und gleich im Kühlschrank tut und dann probiert und riecht es. Und wenn es nicht blöd schmeckt und es nicht euer Kochen war, dann ist es wahrscheinlich noch gut. Und wenn ihr merkt, ihr schafft das alles gar nicht zu essen, dann bringt es einfach euren Nachbarn oder Freunden. Also ich versuche wirklich zu achten, kein Essen wegzuwerfen und es wirklich immer so gut es geht weiter zu verarbeiten. Wie kann man sich günstig gesund ernähren? Ich bin ja der festen Überzeugung, dass sich gesund ernähren gar nicht so teuer sein muss. Also bei mir gibt es wirklich hauptsächlich Gemüse und Obst und das kann man vom Wochenmarkt holen oder vom Supermarkt. Da gibt es ja eigentlich alles, was auch gerade in der Saison ist. Das ist zum Beispiel der erste Tipp. Saisonal essen ist meistens wirklich viel, viel günstiger, als wenn man etwas isst, was gerade über den halben Kontinent geflogen wurde. Und das Zweite ist natürlich auch, ihr müsst keine Superfoods kaufen und zu euch nehmen. Sind unglaublich teuer und werden auch immer angepriesen und na klar, hin und wieder esse ich selbst welche, aber man braucht sie wirklich nicht, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Also wenn man darauf verzichtet, dann wird das Ganze schon mal um einiges günstiger. Was ich auch immer gerne mache, weil ich eben auch viel verbrauche, ist große Packungen zu kaufen. Das heißt nicht immer loszurennen, um nochmal eine Mandelpackung zu holen, sondern dann im Internet zu gucken, da gibt es vielleicht auch ganz gute Angebote und dann eben einfach größere Packungen zu holen. Außerdem bin ich auch ein großer Fan von gefrorenen Früchten im Winter, wenn es die einfach frisch gerade nicht gibt oder sie eben wirklich sehr, sehr teuer sind. Genauso gut kann man auch Erbsen und Brokkoli gefroren holen. Also das mache ich wirklich immer gerne und dann kann man sich das einfach schnell und einfach dazu machen. Isst du nie was Ungesundes? Ich finde, sich gesund zu ernähren ist eben eine ganz eigene Einstellung und die habe ich damals für mich getroffen, dass es mir so am meisten Spaß macht. Aber dann habe ich eben auch kein Problem, wenn ich hin und wieder mal irgendwie was Süßes esse. Und gerade wenn man vielleicht woanders ist es immer nicht ganz so einfach und man wird viel leichter dazu verleitet, etwas Ungesunderes zu essen, als man das zu Hause tun würde. Aber ich finde, man musste einfach die Balance halten und ja, sich einfach auch nicht so unter Druck stellen und ganz entspannt an die Sache rangehen. Wo kaufst du all die Lebensmittel, die du verwendest? Ich habe mir über die letzten Jahre so einen kleinen Rundgang erarbeitet. Das heißt, ich gehe relativ viel in meinen Supermarkt, einfach weil der so nah ist und ein gutes Bio-Angebot hat. Dann aber gehe ich auch gerne zum Markt. Dann habe ich auch einen Asialaden, wo ich weiß, da bekomme ich meine Datteln her. Und so habe ich so viele kleine verschiedene Läden, die alle bei mir in der Nähe sind, wo ich ganz genau weiß, welche Zutat ich wo bekomme. Aber das ist auch einfach über die Zeit hinweg entstanden und ich glaube, man sollte da einfach ein bisschen rumprobieren. Einiges bestelle ich auch wirklich so übers Internet, wie Nüsse oder Haferflocken und da muss man einfach schauen und sich dann irgendwie das Beste für sich raussuchen. War es schwer für dich,
mit dem gesunden Lifestyle anzufangen? Oder hast du dich schon immer so ernährt? Also ich habe mich noch nie unglaublich schlecht ernährt, aber ich hatte einfach von den meisten Sachen absolut keine Ahnung. Ich habe nie gekocht, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt und habe dann einfach nach und nach angefangen, einfach mit offeneren Augen durch den Supermarkt zu gehen, im Internet mir das eine oder andere durchzulesen und habe einfach ganz viel ausprobiert und bin dann so auf Lebensmittel gestoßen, von denen ich vorher wirklich noch nie gehört habe. Es war nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich habe langsam wirklich über 1 oder 2 Jahre hinweg immer mehr gesündere Aspekte in meine Ernährung mit eingebaut. Und so kam es dann langsam. Und das versuche ich auch wirklich immer allen zu vermitteln. Sowas muss nicht von heute auf morgen passieren, sondern es hat natürlich auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun. Nehmt euch wirklich die Zeit, geht das langsam an und habt wirklich Spaß dabei, weil es bringt absolut gar nichts, sich diesen Lifestyle oder diese Art des Kochens anzugewöhnen und es schmeckt einem nicht. Denn Essen soll immer noch gut tun und gut schmecken. Das war's erstmal mit den Fragen. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Sache erklären. Und wenn ihr noch weitere Sachen wissen wollt, andere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und beim nächsten Video werde ich dann darauf eingehen. Einen schönen Tag euch. Ciao!